Heute habe ich die besondere Gelegenheit, für den neuen Kanal Drive My Life eine faszinierende Persönlichkeit zu interviewen. Man kennt sie als eine starke und hilfsbereite Frau mit viel Kämpfergeist, die für viele Menschen eine Inspiration ist. Ihr Wissen über Alltäglichkeiten, die nicht so alltäglich sind, hat sie sich über die Jahre selbst angeeignet. Auf besondere Art und Weise ist sie ganz normal. Ich freue mich nun auf das Interview mit mir selbst. Hallo Saskia, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich bin gespannt, freue mich auf ein interessantes Interview. Dass du an einen Rollstuhl gefesselt bist, ist ja nicht zu übersehen. An was leidest du denn und seit wann ist es so? Also, ich glaube, wenn ich so an mir runter gucke, ich sehe nirgendwo irgendwelche Seile oder Fesseln. Ich bin garantiert nicht an den Rollstuhl gefesselt. Ich leide auch nicht. Also ich lebe mit einer Erkrankung, und zwar mit einer Muskelerkrankung, im Volksmund auch oft als Muskelschwund bekannt. Und unter diesen Muskelerkrankungen habe ich eine sehr seltene Erkrankung, die GNI-Myopathie. Und seit 10 Jahren bin ich generell auf den Rollstuhl angewiesen, am Anfang auf den manuellen Rollstuhl und seit 2011 auf den Elektrorollstuhl. Brauchst du denn manchmal Hilfe von anderen Leuten? Ja, manchmal ist gut. Also ich bin ständig auf Hilfe angewiesen. 24 Stunden, 365 Tage im Jahr und natürlich im Schaltjahr 366 Tage und lebe deshalb seit 3 Jahren mit 24-Stunden-Assistenz. Das heißt, es ist immer jemand bei mir, weil so das Einzige, was ich wirklich noch machen kann, ist, dass ich die Maus am PC bedienen kann. Ja, wie ich mitbekommen habe, bist du ehrenamtlich sehr aktiv und managst auch mit deinen Assistenten alles selber, bist viel unterwegs und bist aufgrund der Assistenz ja auch Arbeitgeberin. Was denkst und fühlst du, wenn dich jemand behindert nennt? Ja, so ein Stück weit erstmal, dass derjenige natürlich recht hat, aber eigentlich ist es so, dass gar nicht die Erkrankung mich behindert, sondern dass es eher Stufen und Kanten sind im Alltag, die mich behindern, also man wird eher behindert. Aber letztendlich kann man es nennen, wie man will. Behindert, gehandicapt, Mensch mit Einschränkungen, Krüppel oder ähnliches. Ein Stück weit bin ich das halt einfach auch. Viel schlimmer finde ich das aber, wenn jemand zu mir sagt, dass ich krank bin, weil ich fühle mich nicht krank. Und meistens sagen die Leute dann noch irgendwie, ja, gute Besserung. Es ist halt kein Schnupfen, der weggeht. Meine Erkrankung ist fortschreitend. Ich weiß, die Leute meinen das nicht böse, aber es fühlt sich für mich schlimmer an, als wenn jemand sagt, ich bin behindert. Und weder fühle ich mich krank noch behindert, weil ich bin einfach ich und lebe mein Leben. Wow, toll. Wie kommt man zu so einer Einstellung? Ja, man lebt jahrelang mit einer fortschreitenden Erkrankung und ja, es ist, man hat 2 Möglichkeiten. Ne? So, die eine Möglichkeit ist, ich setze mich in die Ecke, stecke den Kopf in den Sand und heul. Das kann ich aber in 30 Jahren auch noch machen, wenn mir danach ist. Und die andere Möglichkeit ist, man versucht einfach das Beste daraus zu machen. Und für den Weg habe ich mich entschieden. Also ich lebe einfach mein Leben. Ja, und wie sieht es so aus in deinem Leben? Musst du auf Dinge verzichten oder finden sich für dich immer irgendwelche Alternativen? Also klar ist, dass natürlich gewisse Grenzen gesetzt sind. Und man muss halt ja mit der Zeit einfach zu einem Organisationstalent werden, weil es gehört einfach viel dazu, was zu organisieren. Also wenn ich zum Beispiel schwimmen gehen will, dann kann ich nicht einfach in irgendein Schwimmbad gehen, sondern dann muss ich einfach schauen, dass ich das einfach abkläre. Ist das Schwimmbad mit dem Rollstuhl zugänglich? Haben die einen Lifter dort? Wenn sie einen Lifter haben, dass man ins Wasser kommt, dann muss ich aber Beinlifter mitnehmen. Ich muss meinen Duschrollstuhl mitnehmen. Das heißt, es sind keine Sachen, die ich mal eben mache. Und so ist es bei vielen, vielen anderen Dingen auch, dass man das einfach ein bisschen mehr abklären muss. Aber generell muss ich die Frage eher mit Nein beantworten, denn ich war letztes Jahr mit dem Rollstuhl im Dschungel, wo viele sagen würden, das ist nicht möglich. Also ich denke immer, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg und da kann man vieles erreichen. Wow, da sprudelt ja richtig die Lebensfreude aus dir. Wahnsinn. Entweder oder bei den folgenden Dingen, was ist denn so deins? Halb leer oder halb voll? Ja, ganz klar halb voll. Immer das Positive sehen und mitnehmen. Piercing oder Tattoos? Piercing sieht man, Tattoos sieht man nicht, aber ich bin da eher für beides. Hund oder Katze? Ganz klar der Hund. Ich habe selber einen.
Kino oder Theater? Kommt auf der einen Seite drauf an, was läuft, und auf der anderen Seite, ob ich mit dem Rollstuhl reinkomme. Eis am Stiel. Beißen oder lutschen? Also ja, weder noch, weil in meiner Situation ist Eis aus dem Becher einfach die bessere Variante. Ist sonst sehr schwierig zu essen. Aber wenn dann mal ein Eis am Stiel, dann natürlich ganz klar beißen. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Ich mag beides sehr gerne, schöne Naturschauspiele, aber da ich beim Sonnenaufgang eher noch im Bett liege, natürlich der Sonnenuntergang. Ja, und was hat dich dazu bewegt, das zu tun, was du heute tust? Was mich dazu bewegt hat, mein Leben hat mich dazu bewegt, die Erkrankungen, die Einschränkungen, die Erfahrungen, die ich da gesammelt habe. Seit 5 Jahren bin ich jetzt berentet. Und mir war es eben wichtig, dass mir nicht die Decke auf den Kopf fällt und dass ich was Sinnvolles zu tun habe. Und deshalb habe ich mich entschieden, einige Ehrenämter zu machen und das Wissen, was ich mir über die Jahre angeeignet habe, weiterzugeben, den Mut, wie ich mein Leben lebe, anderen einfach auch was davon abzugeben. Und ja, ich bin gespannt, was das Leben da sonst noch so für mich bereithält. Ja, dann vielen Dank, Saskia, für das schöne Interview, und ich freue mich schon auf die nächsten Interviews, wo wir einfach nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen können. Ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, dieses Interview zu führen, und ich freue mich auf jeden Fall auch auf die nächsten Interviews. Es gibt viele spannende Themen in meinem Leben, die wir dann noch besprechen können. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und seid gespannt auf die nächsten Interviews zu vielen interessanten Themen. Tschüss!